Stell dir eine Welt vor, in der das Wort Ich verboten ist, Individualität erstickt wird und freies Denken ein Verbrechen ist. Ayn Rands packende Erzählung Hymne ist ein kraftvolles Plädoyer für die Freiheit des Einzelnen und ein Aufruf zur Rebellion gegen die Fesseln des Konformismus. Sie handelt von Vernunft, Selbstbestimmung und der Bedeutung des Ich. Ayn Rands Novelle Hymne wurde 1938 veröffentlicht und ist eine ihrer frühesten literarischen Arbeiten. Die dystopische Erzählung spielt in einer zukünftigen Gesellschaft, in der Kollektivismus und staatliche Kontrolle jede Form von Individualität ausgelöscht hat. Rand wurde 1905 in Russland geboren und floh 1926 vor der sowjetischen Unterdrückung in die USA. Dort entwickelte sie ihre Ideen über Individualismus, freien Willen und Kapitalismus. Das Werk spiegelt Rands Erfahrungen mit dem Kollektivismus der Sowjetunion wider und legt den Grundstein für ihre Philosophie des Objektivismus. Rand hatte die Schrecken des Totalitarismus insbesondere in der Sowjetunion aus nächster Nähe erlebt. Sie schrieb die Novelle 1937, 1938 wurde sie in Großbritannien veröffentlicht, 1946 erschien sie in einer überarbeiteten Version in den USA. Im Gegensatz zu ihren späteren, umfangreicheren Romanen ist Hymne eine kompakte allegorische Erzählung, die ihre Philosophie in einer zugänglichen, fast mythischen Form präsentiert. Die Novelle gilt als frühes Zeugnis von Rands Ideen. Sie dreht sich um die philosophischen Themen Individualismus versus Kollektivismus, Freiheit und Selbstbestimmung, Vernunft, Wissen und Fortschritt sowie Egoismus als Tugend. Es ist eine Sünde, dies zu schreiben. Es ist eine Sünde, Worte zu denken, die niemand sonst denkt, und sie auf ein Papier zu schreiben, das niemand sehen darf. Es ist niederträchtig und böse. Es ist, als würden wir allein sprechen, zu keinen anderen Ohren als unseren eigenen. Und wir wissen genau, dass es kein größeres Vergehen gibt, als allein zu handeln oder zu denken. Wir haben die Gesetze gebrochen. Die Gesetze sagen, dass niemand schreiben darf, es sei denn, der Rat der Berufe befiehlt es. Möge uns vergeben werden. Hymne spielt in einer totalitären Zukunft, in der das Wort Ich verboten ist und Kollektivismus die einzige akzeptierte Lebensweise darstellt. Der Einzelne muss sich den Interessen der Gemeinschaft oder der Gruppe unterordnen und seine persönlichen Bedürfnisse und Wünsche zurückstellen. Individualität, Kreativität und persönliche Freiheit werden systematisch unterdrückt. Die Menschen haben keine Namen, sondern Nummern. Jede Handlung dient dem Wohl der Gemeinschaft. Alle Aspekte des Lebens, Beruf, Beziehungen, Gedanken werden vom Staat kontrolliert. Der Protagonist Gleichheit 72521 unterscheidet sich von seinen Brüdern, weil er neugierig, intelligent und von einem inneren Drang nach Selbstverwirklichung getrieben ist. Trotz seiner Begabung wird er vom Rat der Berufe zum Straßenkehrer ernannt. Individuelle Talente, Neugier und Intelligenz gelten in dieser Gesellschaft als Bedrohung und sollen im Keim erstickt werden. Zunächst akzeptiert Gleichheit sein Schicksal, doch dann entdeckt er einen geheimen Tunnel aus den unerwähnten Zeiten, einer vergessenen, technologisch fortgeschrittenen Zivilisation. Dort experimentiert er heimlich mit wissenschaftlichen Entdeckungen und erfindet eine primitive Form der Elektrizität. Seine Rebellion beginnt, als er sich in Freiheit 53000 verliebt, die er die Goldene nennt. Er präsentiert seine Entdeckung dem Weltrat der Gelehrten, in der Hoffnung, die Gesellschaft zu verbessern, die nur Kerzen als Lichtquelle kennt. Doch dieser lehnt sie ab, da Innovation und Fortschritt die kollektivistische Ordnung bedroht. Seine individuelle Initiative wird als Verbrechen gegen das Kollektiv betrachtet und er wird verurteilt. Der Rat erklärt: Was nicht von allen Menschen gedacht wird, kann nicht wahr sein. Gleichheit flieht in den unerforschten Wald, ein Ort, den niemand aus der Gesellschaft betritt. Die Goldene folgt ihm. Dort finden sie ein Haus aus der vergangenen Ära, das voller Bücher und Wissen ist. In diesen Büchern findet Gleichheit 72521 das Wort Ich und erkennt die Bedeutung der Individualität. Gleichheit nimmt den Namen Prometheus an, Freiheit wird zu Gaia und sie beschließen, ein neues Leben aufzubauen, das auf Freiheit und Selbstbestimmung basiert. Die Novelle endet mit einer Hymne an das Ich, das heilige Wort Ego.
Das zentrale philosophische Thema von Hymne ist der Konflikt zwischen Individualismus und Kollektivismus. Im Individualismus hat der einzelne Mensch, das Individuum, Vorrang vor dem Kollektiv, der Gemeinschaft oder Gruppe. Im Kollektivismus ist es genau umgekehrt. Die Gesellschaft in der Novelle ist eine radikale Verkörperung des Kollektivismus, die jede Form persönlicher Identität unterdrückt. Individuen haben keine persönlichen Namen, sondern Nummern. Das Pronomen Ich wurde durch Wir ersetzt. Alle Lebensbereiche, Arbeit, Beziehung, Denken werden vom Staat kontrolliert, um die Interessen des Kollektivs über die des Einzelnen zu stellen. Menschen dürfen nicht allein denken, lieben oder entscheiden. Diese Welt spiegelt Rands Kritik an totalitären Systemen wider, die sie in der Sowjetunion erlebt hatte, wo der Staat die individuelle Freiheit zugunsten einer kollektiven Ideologie unterdrückte. Gleichheitsentwicklung vom Gehorsam zur Rebellion verkörpert die Wiederentdeckung des Individuums. Seine Erkenntnis, dass das Ich heilig ist, markiert den philosophischen Höhepunkt der Novelle. Laut Rand unterdrückt der Kollektivismus die menschliche Natur, da er die Fähigkeit des Einzelnen, selbstständig zu denken, zu schaffen und zu lieben, negiert. Sie stellt dem Kollektivismus einen Individualismus entgegen, der nicht als Egozentrik, sondern als Selbstverwirklichung verstanden wird. Die Freiheit, das eigene Potenzial zu entfalten und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Philosophisch greift Rand hier auf aristotelische Gedanken zurück, insbesondere die Idee, dass der Mensch ein rationales Wesen ist, dessen Zweck im Streben nach Glück und Selbstverwirklichung liegt. Der Kollektivismus in Hymne verleugnet die menschliche Rationalität. Er opfert die Vernunft des Einzelnen zugunsten einer blinden Unterwerfung unter das Kollektiv. Diese Ideologie führt zu einer technologischen, kulturellen und moralischen Stagnation. Gleichheitsentdeckung der Elektrizität wird abgelehnt, nicht weil sie nutzlos ist, sondern weil sie die Macht des Einzelnen über das Kollektiv stellt. Dies würde die Pläne des Weltrates zerstören. Kollektivismus erstickt Kreativität und Fortschritt, während der individuelle Geist, verkörpert durch Gleichheit 72521, die Menschheit voranbringt. Gleichheitsrebellion ist ein Akt der Befreiung, der die Überlegenheit des individuellen Geistes betont. Seine Flucht in den Wald symbolisiert die Abkehr von einer unterdrückerischen Gesellschaft hin zur Selbstverwirklichung. Rand betont, dass wahre Freiheit nur durch Selbstbestimmung erreicht werden kann, die Fähigkeit, das eigene Leben nach rationalen Prinzipien zu gestalten. Die Befreiung des Protagonisten in Hymne ist nicht nur eine physische, sondern auch eine metaphysische Reise. Gleichheit 72521 entdeckt die Macht des eigenen Denkens und das Konzept des Ich. Diese Entdeckung steht im Widerspruch zur unterdrückerischen Ideologie seiner Welt. Seine Flucht aus der Unterdrückung und die Entdeckung eines neuen Lebens im unerforschten Wald symbolisieren die Befreiung des Geistes. Seine Liebe zur Goldenen zeigt, dass echte Bindungen auf freier Wahl basieren, nicht auf kollektiver Pflicht. Es ist unsere eigene Welt, Goldene, eine seltsame, unbekannte Welt, aber unsere eigene. Die Novelle endet mit einer visionären Botschaft. Gleichheit, der sich nun Prometheus nennt, plant eine neue Gesellschaft, in der das Individuum im Mittelpunkt steht. Dieser Name ist symbolisch gewählt, da Prometheus in der griechischen Mythologie den Menschen das Feuer brachte und dafür bestraft wurde. Wie Prometheus steht Gleichheit für den rebellischen Geist, der die Menschheit durch Wissen und Mut voranbringt. Ein weiteres zentrales Thema in Hymne ist die Rolle der Vernunft als Quelle von Wissen und Fortschritt. Die dystopische Gesellschaft der Novelle hat Wissenschaft und technologischen Fortschritt aufgegeben, was zu Rückstand und Stagnation geführt hat. Licht wird durch Kerzen erzeugt, Bücher sind verboten. Gleichheitswiederentdeckung der Elektrizität symbolisiert die Kraft der menschlichen Vernunft, die Welt zu verstehen und zu gestalten. Für Rand ist die Vernunft die einzig legitime Methode, Wissen zu erlangen und Entscheidungen zu treffen, im Gegensatz zu Glauben, Tradition oder kollektiver Autorität. Die Unterdrückung des Wissens in Hymne spiegelt Rands Kritik an Systemen wider, die freies Denken einschränken, sei es durch Religion, Dogmatismus oder staatliche Kontrolle. Die Novelle ist eine Hommage an die wissenschaftliche Methode und den Mut des Einzelnen, gegen Konformismus und Ignoranz zu kämpfen. Gleichheit vertraut auf seine Beobachtungen und Experimente, nicht auf die Dogmen des Rates.
Es ist mein Geist, der denkt, und das Urteil meines Geistes ist der einzige Suchscheinwerfer, der die Wahrheit finden kann. Vernunft ist der Weg zur Wahrheit und kollektive Autorität führt nur zu Ignoranz. Gleichheitsentschlossenheit, die Wahrheit zu suchen, selbst wenn sie ihn zum Ausgestoßenen macht, verkörpert Rands Ideal eines rationalen Helden, der die Welt durch Wissen und Innovation voranbringt. Die Wiederentdeckung von Wissen und Technologie symbolisiert den Triumph des menschlichen Geistes über dogmatische Kontrolle. Ein zentraler Aspekt von Rands Philosophie, der in Hymne deutlich wird, ist ihre Verteidigung des Egoismus. Rand stellt Egoismus als moralische Kraft dar, die Kreativität und persönliche Erfüllung ermöglicht, im Gegensatz zur Selbstaufopferung für das Kollektiv. In der Novelle wird Egoismus nicht als Selbstzucht im negativen Sinne dargestellt, sondern als die moralische Verpflichtung, das eigene Leben und Glück zu priorisieren. Gleichheitsentdeckung des Wortes Ich und seine Entscheidung, sein Leben nach seinen eigenen Werten zu gestalten, sind ein Akt des ethischen Egoismus. Für Rand ist der Egoismus die Grundlage menschlicher Kreativität und Fortschritts, da er den Einzelnen dazu antreibt, Neues zu schaffen, ohne sich den Erwartungen anderer zu unterwerfen. Dieser Gedanke steht im direkten Gegensatz zu traditionellen moralischen Lehren, die Altruismus als höchste Tugend betrachten. In Hymne zeigt Rand die zerstörerischen Folgen des Altruismus, wenn er als Selbstaufopferung verstanden wird. Die kollektivistische Gesellschaft erstickt Innovation und Glück, da niemand für sich selbst handeln darf. Altruismus wird in der Novelle als Werkzeug der Unterdrückung dargestellt. Menschen müssen sich für ihre Brüder aufopfern, was zu einem Leben ohne Freude oder Sinn führt. Gleichheit hingegen findet Glück in seiner Selbstbestimmung und in seiner Liebe zur Goldenen, die er nicht als Pflicht, sondern als freie Wahl erlebt. Gleichheitsentdeckung der Elektrizität, ein Symbol für menschlichen Fortschritt, wird von den Machthabern abgelehnt, weil sie nicht dem Wohl des Kollektivs dient. Hier kritisiert Rand die Idee, dass das Individuum seine Talente und Ambitionen zugunsten einer abstrakten Gemeinschaft opfern sollte. Rands Egoismus ist jedoch nicht mit Nihilismus oder Anarchie gleichzusetzen. Er basiert auf der Vernunft und der Anerkennung, dass jedes Individuum das Recht hat, nach seinem eigenen Glück zu streben, solange es die Rechte anderer respektiert. In Hymne zeigt sich dies in Gleichheitsbeziehung zu Freiheit 5.3000, die auf gegenseitiger Bewunderung und freiwilliger Liebe basiert, nicht auf Pflicht oder Opfer. Das Wort Ego, das im letzten Kapitel als heiliges Wort gefeiert wird, ist der Höhepunkt der Novelle. Als Gleichheit das Wort Ich in den alten Büchern entdeckt, erlebt er eine spirituelle Erleuchtung. Er erkennt, dass seine Existenz, sein Denken und sein Wille ihm selbst gehören. Die berühmten Zeilen Ich bin, ich denke, ich will fassen diese Erkenntnis zusammen. Das Individuum ist die Quelle allen Wertes und aller Bedeutung. Die Benennung der Protagonisten als Prometheus und Gaia verstärkt diese Botschaft. Prometheus, der in der griechischen Mythologie das Feuer zu den Menschen brachte, symbolisiert den Einzelnen, der Wissen und Fortschritt gegen Widerstände verteidigt. Gaia, die Erdmutter, steht für die schöpferische Kraft des Lebens, die durch individuelle Freiheit entfesselt wird. Das Ego wird somit nicht als Selbstzucht, sondern als Quelle von Kreativität, Liebe und Stolz gefeiert. Hymne ist stark von Rands persönlichen Erfahrungen geprägt, insbesondere ihrer Ablehnung des Sozialismus, den sie in der Sowjetunion erlebte. Die Novelle ist eine direkte Kritik an totalitären Ideologien, die Individualität und Freiheit unterdrücken. Philosophisch steht Rand vor allem in der Tradition des griechischen Denkers Aristoteles, der die Vernunft als zentrale menschliche Fähigkeit betonte. Auch Friedrich Nietzsches Ideen beeinflussten Rand in ihrer frühen philosophischen Entwicklung stark. Sein Konzept des Übermenschen weist Parallelen zu Rands Heldenfiguren auf. Später distanzierte sich Rand explizit von Nietzsches Irrationalismus und betonte stattdessen die Vernunft als Grundlage des Handelns. Die Novelle kann als Vorläufer von Rands Objektivismus gelesen werden, einer Philosophie, die sie später in The Fountainhead und Atlas Shrugged ausführlicher darlegte. Der Objektivismus basiert auf 4 Grundprinzipien. Realität ist objektiv und unabhängig vom Bewusstsein. Vernunft ist die einzige Quelle des Wissens. Egoismus ist die moralische Grundlage für ein erfülltes Leben. Kapitalismus ist das politische System, das Freiheit und Vernunft ermöglicht.
Hymne verkörpert diese Prinzipien in narrativer Form, insbesondere durch die Betonung von Vernunft und Egoismus. Schreibe mir gerne in die Kommentare, wenn dich die Philosophie des Objektivismus genauer interessiert. Hymne wirft die Frage nach der Balance zwischen Individuum und Gesellschaft auf. In einer Zeit, in der soziale Medien und kollektive Bewegungen immer mehr Einfluss gewinnen, fordert Rands Werk uns auf, die Bedeutung persönlicher Freiheit und Verantwortung zu reflektieren. Ihre Betonung der Vernunft ist ein Aufruf, kritisch zu denken, anstatt blind Ideologien zu folgen. Gleichheitserkenntnis, Freiheit von was? Es gibt nichts, was einem Menschen seine Freiheit nehmen kann, außer andere Menschen, ist ein zeitloser Aufruf zur Selbstbestimmung. Dennoch ist Rands Philosophie umstritten. Kritiker bemängeln, dass ihr radikaler Individualismus soziale Verantwortung und Empathie vernachlässigt. In Hymne gibt es kaum Raum für Gemeinschaft oder Mitgefühl. Die Brüder erscheinen meist feindselig oder schwach. Dies führt zur Frage: Kann eine Gesellschaft allein auf individuellem Streben basieren oder braucht es auch kollektive Werte? Zudem sind die Figuren archetypisch, psychologisch unterkomplex. Die Darstellung des Kollektivismus wirkt vereinfacht und wenig glaubwürdig. Trotz dieser Kritik ist Hymne ein kraftvolles Plädoyer für die Würde des Einzelnen. Es erinnert uns daran, dass Fortschritt und Glück von Menschen ausgehen, die wagen, anders zu denken und für ihre Überzeugungen einzustehen. Rands Novelle ist mehr als eine Dystopie. Es ist eine Hymne auf die menschliche Freiheit und das Potenzial des Individuums. Ayn Rand zeigt durch Gleichheitsreise, dass wahre Erfüllung nur durch Selbstbestimmung, Vernunft und die Anerkennung des Ich erreicht wird. Die Novelle fordert uns auf, unser eigenes Ich zu schätzen, ohne uns in kollektiven Zwängen zu verlieren. Das Wort Wir ist wie Kalk, der über Menschen gegossen wird, der erstarrt und zu Stein wird und alles darunter zermalmt. Was denkst du? Wie viel von unserem Leben bestimmen wir selbst und wie viel wird von den Erwartungen anderer bestimmt? Wie viel Freiheit geben wir zugunsten anderer auf? Welche Rolle spielt die Vernunft in unserer heutigen Gesellschaft? Schreibe deine Meinung sehr gerne in die Kommentare. Wenn du mehr philosophisches Wissen erlangen und gleichzeitig meine Arbeit unterstützen willst, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!